Hallo und schön euch in diesem Video dabei zu haben. Wir sind seit über 3 Jahren Vollzeit in unserem selbst ausgebauten Sprintervan Jimmy unterwegs und haben dabei natürlich einiges erlebt, aber auch einiges feststellen müssen, was an unserem Ausbau zum einen gut funktioniert hat, aber auch eben nicht so gut und was wir lieber anders gemacht hätten. Und das wollen wir heute mit euch teilen. Im vorderen Bereich haben wir unser L-Sofa, das auch Arbeits- und Essbereich ist, tagsüber und nachts zum Bett wird. Der Durchgang führt aber bis ins Heck nach hinten, wo wir dann unsere Küche, unseren Stauraum haben, und einfach allgemein führt das zu einem viel offeneren Raumgefühl, was wir sehr schätzen, gerade wenn das Wetter schlecht ist, wir nicht viel draußen sein können oder wir auch wieder mal einen Arbeitstag haben und ja, hier gerne ein bisschen mehr Raum für uns haben. Unser zweiter positiver Punkt ist die Küche. Wir sagen gerne, dass sie unser Herzstück ist, denn wir essen gerne, wir kochen gerne. Wir haben auch einen fest verbauten Herd, der kombiniert mit dem großen Waschbecken einfach perfekt ist. Aber trotzdem haben wir genug Platz, um auch die Vorbereitung fürs Kochen zu machen. Und wir haben auch mit den Oberschränken und den Schränken unten wirklich genug Stauraum, um alles mitzuführen, was wir in unserer Küche brauchen. Und damit kommen wir auch schon zum nächsten positiven Punkt. Zum einen haben wir ziemlich viel Stauraum in unserem Keller, also unter dem Bett, wo sich unser Wassertank, unsere Vorräte, aber auch unser Kühlschrank befindet. Auf der anderen Seite haben wir noch zusätzlich unsere 3 Schränke, wo wir ziemlich viel drin haben, wie zum Beispiel unser Badezimmer, unser ganzes Elektro-Setup, aber auch unsere Kleider oder noch einen zusätzlichen Wassertank, den wir mit dabei haben. Das Ganze gibt uns noch einen zusätzlichen Vorteil, dass wir nicht jedes Mal rausgehen müssen, um an Sachen von der Garage ranzukommen. Beim Van-Ausbau haben wir natürlich versucht, möglichst viele Flächen zu isolieren, damit wir ein bisschen mehr Kontrolle über die Temperaturen hier drin haben. Aber das geht ja nicht überall, wie zum Beispiel auch hier zwischen Fahrerkabine und Wohnbereich. Das haben wir mit einem Vorhang gelöst. Den können wir einfach hier vorziehen, an diesem kleinen Seil hier entlang. Und von vorne ist er auch schwarz, damit man ihn von außen nicht gleich als Vorhang erkennt. Und kleines Plus, es gibt natürlich auch mehr Privatsphäre. Dasselbe Thema ist natürlich auch bei den Fenstern relevant. Wir haben ein paar Fenster, darum haben wir auch Isomatten genäht, die mit Magneten von selbst am Metallrand des Fensters haften. Wir können das wirklich jedem nur empfehlen, das macht einen riesen Unterschied. Auch mit unserem Lichtsetup sind wir sehr zufrieden. Wir haben zum einen an der Decke ein paar Spots, die richtig viel Licht geben, wenn wir es brauchen. Das ist meistens aber eher nur der Fall, wenn es wirklich dunkel ist und wir noch was filmen müssen. Ansonsten nutzen wir Licht eher lokal. Zum Beispiel gegenüber der Sitzecke haben wir indirektes Licht, das eine schöne Atmosphäre gibt. Auch über der Sitzecke haben wir nochmal eine Lichterkette, die mit diesen Glühbirnen einfach auch nochmal ein schönes Element zusätzlich bringt in den Raum. Oder wenn wir dann kochen, dann brauchen wir wieder mehr Licht, aber nur hier lokal, also haben wir unterhalb der Oberschränke nochmal ein paar Spots, die hier gutes Licht bieten. Wir haben überall im Van verteilt die Lichtschalter, die wir per Touch bedienen, und die Lichter sind auch alle warmweiß. Das haben wir zwischendurch mal geändert. Früher hatten wir es kälter, aber das warme Licht passt einfach besser zu uns. Und wir können das Licht auch dimmen, das heißt, es passt jederzeit zu unserer Stimmung oder den gegebenen Lichtverhältnissen. Eine weitere Sache, die wir in den letzten Monaten richtig zu schätzen gelernt haben, ist unser Moskitonetz. Wir hatten davor keins und wir sind richtig froh, dass wir jetzt eins haben, denn am Abend können wir trotzdem die Tür offen lassen und wir werden nicht gefressen von den Moskitos, sondern es kommt meistens nur ein bisschen warme Luft rein, und wenn wir das Moskitonetz überhaupt nicht mehr brauchen, dann können wir das einfach hochziehen und verstauen und gut ist. Wenn wir hier schon draußen sind, dann machen wir auch gleich hier weiter, denn bevor wir in die Panamericana gestartet sind, haben wir uns hier diese Heckbox für mehr Stauraum zugelegt. Damit einhergehend auch gleich die Leiter, die uns zu unserem Roofrack führt. Auf unserem Roofrack haben wir, abgesehen von unserer wunderschönen Terrasse, wo wir richtig viel Zeit auch verbringen können und die uns Platz gibt, um gewisse Sachen zu verstauen, wie zum Beispiel unsere Surfsachen oder unsere Campingzeugs, gibt sie uns auch die Möglichkeit, um Anbauten ranzubauen, wie zum Beispiel die Surfboardhalterung, aber auch unsere Awning. Wir hatten es anfangs komplett unterschätzt, aber seit wir die Awning vor ein paar Monaten angeschafft haben, würden wir nicht mehr ohne sein wollen. Kaum sind wir ein paar Tage an einem Ort,
stellen wir sie auf, denn sie erweitert den Lebensraum nach außen, aber sie hilft auch extrem gegen die Hitze. Und damit sind wir auch durch mit den positiven Dingen. Jetzt geht es darum, was wir lieber anders gemacht hätten. Ich hatte ja vorhin schon die Küche mit dem festen Herd erwähnt und wir würden das nicht ändern, aber gerne ergänzen. Denn ja, in Europa haben wir es nicht genutzt, aber hier sind wir in so heißen Gebieten unterwegs, wo wir einfach keine Lust haben, abends auch noch zu kochen, was noch mehr Hitze generiert, die sich staut und wo wir dann womöglich noch schlechter schlafen. Drum, es wäre ja einfach ideal, wenn wir eine Außenkochstelle hätten oder einen mobilen Herd, womit wir die Hitze einfach nach außen verlagern können. Ja, und ich von meiner Seite, ich würde wahrscheinlich einen LPG-Tank draußen montieren lassen, denn damit könnten wir ja die Kochstelle eigentlich auch gleich draußen anschließen. Nicht, dass wir mit unserem Gassystem, das wir bis jetzt haben, irgendwann mal Problem gehabt hätten, das Gas aufzufüllen, aber ich glaube, dadurch würde es noch ein bisschen einfacher werden, denn ja, damit kann man eigentlich zu jeder Tankstelle fahren und LPG tanken. Hier im vorderen Bereich des Vans haben wir einen Max-Fan, der die Möglichkeit hat, um die Luft rauszuziehen, aber auch Luft reinzublasen. Den können wir auch benutzen, wenn es zum Beispiel mal regnet. Aber das Problem, was wir haben, ist, wir haben nur hier vorne einen und nicht da hinten einen. Denn ja, dadurch zirkuliert die Luft nicht wirklich richtig. Und hier hinten ist es vor allem, wenn wir kochen, richtig heiß. Und wir müssen uns mit einem kleinen Ventilator aushelfen, damit die Luft irgendwie zirkuliert. Und ich glaube, das könnte man besser machen mit einem zweiten Max-Fan. Damit verbunden ist auch das Thema Fenster, denn in der Küche haben wir zwar ein Schiebefenster, aber wenn es regnet, dann regnet es leider auch rein und auch wenn wir es offen haben, es hilft nicht so sehr in der Luftzirkulation, wie wir eigentlich dachten. Außerdem ist das Ding, dass ja, wir haben ein Mückennetz selbst gemacht, aber das ist nicht dicht. Das heißt, wir wollen es öfters am Abend auch gar nicht erst aufmachen, denn es kommen garantiert Mücken rein. Also ja, wäre vielleicht eine Lösung, klar, bessere Mückennetze, aber vielleicht auch in der Hecktür, wo wir ja Fenster haben, Fenster zu haben, die man auch aufmachen kann. Und dasselbe gilt auch für die Schiebetür, denn wenn wir von vorne Frischluft reinholen wollen, dann müssen wir die Schiebetür aufmachen, anstatt dass wir da vielleicht auch ein kleines Fenster einfach öffnen können. Von dem her, ich würde sagen, mehr Fenster, die man auch wirklich öffnen kann und auf jeden Fall Mückennetze. Eine weitere Sache, die uns nervt, ist das Wasserbefüllen. Also nicht das Wasserbefüllen an sich, sondern der Prozess dazu. Denn hier hinten haben wir zwar eine gute Lösung, wie wir das Wasser befüllen mit diesem Anschluss, aber dafür müssen wir jedes Mal die Tür öffnen. Das heißt, wenn es regnet, dann regnet es rein. Oder sonst sieht einfach jeder in den Van rein, weil hier hinten einfach alles immer offen ist. Und zusätzlich, dadurch, dass wir keine Wasserstandanzeige haben, müssen wir jedes Mal den Keller aufmachen, müssen schauen, wie viel Wasser da reingeht. Und ja, das ist einfach nervig, weil man kann es nicht alleine machen, man muss immer zu zweit sein. Einer muss das Wasser kontrollieren, der andere kontrolliert, wie viel Wasser reingeht. Also das würden wir auf jeden Fall anders machen. Unser Konzept erlaubt es ja, dass wir auch bei schlechtem Wetter hier eine gemütliche Atmosphäre haben und ja gut 1-2 Tage hier drinnen verbringen können. Wir haben auch eine Dieselheizung, die die Luft heizt, aber unsere Füße bleiben trotzdem kalt und wir merken einfach immer, wenn es draußen wirklich kalt ist, wie durch den Boden die Kälte in den Van reinkommt. Und deswegen, ja, ich glaube, das nächste Mal würden wir auch eine Bodenheizung einbauen. Es gibt ja auch 12 Volt Heizungen. Ich glaube, da würden wir uns mal wirklich schlau machen und was einbauen, denn ja, auch die Teppiche und die Schlapfen, Finken, Pantoffeln, die wir dann tragen, die helfen auch nur so mäßig. Grundsätzlich haben wir an vielen Orten eine USB-Steckdose oder auch einen 230 Volt Anschluss, aber nicht überall. Und das ist ein Punkt, den wir vielleicht beim nächsten Ausbau anders machen würden. Also wir haben hier, wo wir schlafen, wo wir essen, wo wir arbeiten, genug Steckdosen, aber zum Beispiel auch hier hinten, wo wir uns zwar weniger aufhalten, fehlt es an Steckdosen. Wenn wir zum Beispiel diesen Van hier laufen lassen wollen über die Nacht, dann geht das einfach nicht, wenn der nicht voll geladen ist, weil wir halt hier nirgends einstecken können. Also würde ich hier im hinteren Bereich auf jeden Fall noch 1-2 zusätzliche USB-Steckdosen montieren, denn im Van kann man nie genug Steckdosen haben und USB-Stecker.
Auch damit verbunden sind einige Überlegungen zu unserem Stromsetup, denn ja, beim Ausbau haben wir berechnet, wie viel wovon wir brauchen und das hat damals auch gut gepasst, aber während der Reise kam jetzt noch ein großer Verbraucher dazu und da kommen wir jetzt mittlerweile ziemlich an unsere Grenzen. Wir haben uns Starlink angeschafft und auch wenn wir das jetzt auf 12 Volt umgebaut haben und damit weniger Strom verbrauchen, wenn es läuft, ist es trotzdem immer noch viel im Verhältnis und darum würden wir entweder eine größere Batterie anschaffen oder mehr Solarleistung. Zurzeit haben wir 2 100 Watt Solarpanels. Vielleicht würde ein drittes noch Sinn machen, um unseren aktuellen Strombedarf abzudecken. Kommen wir zum letzten Punkt und das ist eigentlich auch unsere Dachterrasse. Wir lieben sie, aber wir würden wahrscheinlich nie wieder Echtholz benutzen, denn ja, durch die Witterung hat sich's verfärbt, es hat sich verbogen und es ist voller Splitter. Das heißt, wenn wir hier oben stehen, ist es manchmal nicht so angenehm, oder? Ja, und außerdem ist auch ein Holzimitat leichter, was ja auch nochmal gut wäre. Genau, aus diesem Grund, wir würden uns auf jeden Fall für eine andere Lösung bzw. für ein Kunststoff Holzimitat entscheiden. Es würde vieles einfacher machen. Ja. Und wie bei allen am Van, es gibt nicht die richtige Lösung, denn es gibt 1000 Meinungen, es gibt 1000 Konzepte. Ich glaube, jedes Konzept führt dazu, dass man auch gewisse Kompromisse eingehen muss, oder? Ja, also wir müssten ja auch, wenn wir einen zusätzlichen Max-Fan installieren, hätten wir weniger Platz auf der Dachterrasse oder eben keinen Platz mehr für ein zusätzliches Solarpanel. Also man muss immer Kompromisse eingehen, aber ich würde sagen, die Kompromisse, die wir bis jetzt eingehen mussten, sind für uns völlig in Ordnung. Also wir sind wirklich zufrieden. Wir sind sehr zufrieden, aber uns würde es auch wundernehmen, was ihr davon hält. Also wie findet ihr unser Konzept? Die Änderungen, die wir vielleicht vorschlagen würden, würdet ihr das auch so bei euch umsetzen? Schreibt es doch unten in die Kommentare, das würde uns richtig wundernehmen. Ja. Und wenn ihr aber auch mehr über unseren Van wissen möchtet oder auch über unsere Reise, würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn ihr ein bisschen in unserem Kanal stöbert. Wir haben da ganz viele Videos. Vielleicht abonniert ihr auch unseren Kanal und unterstützt uns damit. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.